Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Beim letzten Mal haben wir die Verschwörung vom Banner aufgedeckt und ja, wir sind gerade hier und nehmen den Söldnerauftrag an. Heute wollen wir nach Tantal aufbrechen, der Heimat von Kollege Sieg, dem Sieginator. Das ist gleich fertig. Machen wir doch mal die geschlossene Kette. Oder? Er hat auf jeden Fall über 35 Gesamtstärke. Ebenso 5 und da. Jetzt brauchen wir noch 3 Eisleute. Die habe ich allerdings nur so. Nicht das Geilste, aber hey. Bleibt mir leider nichts anderes übrig. So, die 1 Minute können wir gleich aber auch nochmal warten, bis wir weitergehen, dass wir einen zweiten Auftrag machen können. Können hier mal nochmal bei den ganzen Leuten durchgehen. Ihn hat da nämlich ein bisschen was. Zack. Und auch noch das hoch. Ja, das ist okay. Machen wir das hier. Zack. Ah, ich hatte gehofft, wir können das dann noch hoch machen. Die Meteorenlanze, aber leider nicht. Strahlbazooka, was kann die denn? Ah, nee. So. Und so. Und die anderen noch. Oh ja, er hat ein bisschen was. Einmal hier den Ankerschuss. Das ist schön. Ich habe vielleicht mal ein bisschen mehr Schaden. Das hier kann auf jeden Fall mal ein Level up brauchen. Das können. Ach so, ja gut. Freue ich mich schon drauf, da irgendwann dann für alle Klingen das zu farmen. Das wird schön. Freue ich mich drauf. Oder so. Das hier auch noch hoch. Auch. Und dann haben wir das geschafft. Und jetzt sollte auch. Ah, nein, nicht das hier. Ich wollte das hier. Da haben wir tatsächlich noch genug, um hier ein bisschen was wieder auszugeben. Nicht bei ihm. Auch nicht bei ihr. Nicht bei ihr, aber bei ihm. So. Sehr schön. Perfekt. Dann schauen wir jetzt mal hier weiter. Kann ich nicht. Handelspartner gesucht. Geht mir einen Ticken zu lange. Die Erkundungstour, perfekt. Kommt er mit? Percival. Corvette. Und er. Wir brauchen eine Tierform. Nehmen wir den mit. Und dann noch hier. So. Passt das, dann können wir jetzt aber wirklich Richtung Tantal aufbrechen.
Oh lala. Oh lala hat schon gehört. Freunde wollen nach Tantal reiten nun. Auf geht's. Schiffskapitän ist auch Indolane. Hat ganz nasse Äugel wegen Van Lanorn und mag deshalb Schiff nicht steuern. Oh lala, deshalb als der Satz eingesprungen. Zwar noch nie nach Tantal gefahren, aber wird uns sein Bestes geben. Wird schon irgendwie klappen mit Printport von Tantal an Bord. Das sind ja gute Vorzeichen. Say, chum, which one do you fancy? Pyra or Mithra? Zeke. You can't just ask someone... Anyway, they're the same person. I've never really thought of them separately. Are you serious? But they're like totally different characters. Like, Mithra is jolly intense. And Pyra is just totally mellow, or, I don't know, what's the opposite of pushy? On the outside, maybe. But Pyra's got a lot of backbone, too. She can be pretty stubborn. You seem to understand them pretty deeply. Well, I suppose you are their driver. Hey, Yeah? you're a prince from Tantal, aren't you, Zeke? Why were you in the Praetorium? I mean, you can't just ask someone... Oh, his old man kicked him out. Oi! No, bad blade, bad. How long have you been standing there? From about... Which one do you fancy? Which one do you That's the whole conversation. As I was saying, my prince got disowned by his father. He spent all his time traveling the world for fun, instead of attending to his studies. Then bye! It wasn't for fun. I was learning all about, society and international relations. International relations, that what you call it? Oi, can it you? What are you doing anyway? Dissing your own driver. You guys crack me up. I love him, really. Oh. Anyway, he sounds tough. Zeke's dad, I mean. Tantal is an isolationist society. Crossing its borders without leave is strictly forbidden. It's been that way for ages now. Oh. But you've seen how my prince here is. Couldn't stop himself leaving a few times. So he got chewed out and disowned. Back when he was 15 or something? Yeah, something like that. Then the Praetor himself found him half dead on the ground one day and took him in. He made up that special envoy stuff. And that's how you ended up in Indol. It all makes sense now. Oh, but wait. Is it safe for you to go back to Tantal then? This time we've got official business from the Praetorium. It'll be fine. Probably. Besides, Yeah? Tantal is too ignorant of the outside world. It needs a wake-up call. Sire, we have reached the designated coordinates. Please. Right! Ready? You betcha! Huh? Shut up and sit down, chum. This'll be great! My lord, Genbu has begun surfacing. I am aware. It's Pandoria. Then the prince... Yes. We have received reports that he made contact with the Aegis in Indol. So after 500 years, he makes his move. Praetor Amalthus. My lord? We must act to protect our days of peace, even if they are a dream that cannot last.
It's just like a bigger version of tortoise. It's called Genbu. It's the same, like, Titan type as Uriah. Normally, it's submerged in the Cloud Sea. Even in early fall, it can get pretty cold inside Tantal. Mind you don't freeze. I really can't stand the cold. I can provide my own warmth. You can stay close to me if you like. Me as well. You guys are pretty handy to have around. Well, it is our trademark, right? Essentially. Aren't you going to be cold like that, Shellhead? I'm used to it. I'll be dandy. He's naturally dense. It's good insulation. Oh, makes sense. Stop encouraging her, gang of bullies! Auf jeden Fall ein sehr einfallsreicher Name für den Titanen von Tantal, Genbu. Wenn ich mich nicht irre, Genbu ist einfach nur das japanische Wort für Schildkröte, oder? Naja, und hier ist Genbus Hafen. Und neuer Level in Tiger. Ja, wir werden hier ein gutes Stück laufen müssen. Machen wir das doch mal. Ihr seht schon, sehr kalt. Mistral freut das oder so. Lysaria Feld. Ja, jetzt kriege ich gerade Erinnerungen zurück. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Tantal, ich weiß, dass es kalt ist, aber irgendwie mehr weiß ich auch nicht mehr zu dem Gebiet. Ja, jetzt gerade kriege ich ein paar Erinnerungen. Bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, wie der Plot hier auf dem Titanen war. Da kann ich mich echt schlecht dran erinnern irgendwie. Ich habe bis Sieg, der als Kronprinz vorgestellt habe, ich komplett vergessen, dass es diese ganze Storyline hier gibt. Ich weiß nicht wieso. Hey, Nia, do you, mind? Come on, it's not so bad. You're just so warm. I can't help it. It's a function of what's known as infrared radiation. Gramps knows everything. I'm not your personal heater, you know? My lady. If you desire warmth, why not take some from me? Miss Pyra seems to be in some distress. No way. Your fur's all stiff and spiky with a cold. It'd be murder on my sensitive skin. But, my lady... Hey, is it just me, or are the ether lines really dim? What is meaning of ether lines? You know, those things. The glowing threads that run inside a Titan. That is the glow of pure ether coursing through the Titan's body. You can compare it to the bloodstream of a human. You've got good eyes. Genbu has pretty bad circulation compared to other Titans. They say it's why we have a cold climate and awful crops. So it's cold-blooded. Call it what you like. Genbu ist halt eine Schildkröte, ne? Also Schildkröten sind Kaltblüter, von daher. Ja, doch, müssten. Schildkröten sind Amphibien, natürlich. Sind Kaltblüter.
Wenn nicht, wäre ich ehrlich gesagt sehr überrascht. Come out, come out. Very well then. Und mit sehr überrascht meine ich, wenn das nicht so ist, dann ist ganz klar, dass man zu dem Entschluss kommen kann, Charles Darwin, absolute Fraud. Definitiv, ne? Kappa. So. Wie auch bei den anderen Dingen kümmern wir uns irgendwann später darum, hier richtig krass umzugucken. Das ist halt ein bisschen das Blöde an Chronicles 2, es lohnt sich nicht so wirklich zu erkunden, im Gegensatz zum ersten Teil, wo man halt wirklich richtig viele Erfahrungspunkte kriegt. Fürs Erkunden hier kriegt man halt nur Teleportationspunkte und Orientierungspunkte und das war's dann schon. Also zum Beispiel da ist jetzt der richtige Weg. Aber warum sollte ich jetzt da lang gehen? Ne? Das ist halt, wenn ich wiederum Erfahrungspunkte kriegen würde, was hoffentlich mit dem dritten Teil wiederkommt, würde ich natürlich erstmal nach da gehen. Wäre ja blöd, wenn ich das nicht tun würde. Aber so. Werden wir das schon irgendwann landen. Oder halt, wenn wir die Insel einmal komplett erkunden, dann sind wir halt da. Weg zur Königsstadt. Da sind wir schon da. Oh my. This is the very picture of the ancient civilizations I've read about. It's a pretty classic look. You know the old land of Torna? They had a proud and noble civilization, rivaled only by Judicium at the time. But, whereas Judicium were the masters of biological arts, Tornans knew all there was to know about engineering. The proud blood of Torna runs in the veins of us Tantalese. As there are people to pass it on to, civilization will endure. Knowledge is inherited, much like life itself. Nice quote. You should write that down. Thank you. It's not that simple, though. Huh? You'll see. Damit sind wir drin in der Stadt. Theosoie. Irgendwie sowas. Whoa, that's a pretty lively market. It's the black market. Black market? Tantal is so cold. There's precious little in the way of local produce to sell. Just look. All the regular shops are shuttered. You're right. They're mostly empty. Instead, folks pay ungodly prices for produce that's been smuggled in from other nations. And since it's the only thing keeping people from actually starving, the bigwigs just turn a blind eye. So most of the agricultural production is wasted just surviving, and the country grows weak. Exactly. So even the wisdom of a proud ancient civilization cannot solve all problems. Ancient civilization sounds good and all,
But basically, this place is a giant museum with no tourists. That's not gonna feed anyone. Muss Platz und neue Seltenaufträge, cool. So. Hier bei Anastasia einmal den Teleportationspunkt freischalten. Jetzt wollen wir hier ein bisschen einkaufen. Batteriesplitter. Ich will die hier haben. Davon will ich Stück. So. Haben wir direkt Entwicklungsstufe 1 erreicht, sehr schön. Oh, kriegt nämlich einmal Messer. Rock bekommt es auch. Genauso wie Dromark. Warte ich mal noch. Wes bekommt es auf jeden Fall. Würde und so nicht. Doria. Nee. Aber Praxis. Schieber. Ja doch, die können wir jetzt auch mal geben. Dann machen wir auch noch hier. Und auch Ruhen. Damit gehen halt würden halt die Blockraten bei den Klingen für Morak komplett in den Boden gehen. So. Mal die Dinger da einmal durchlaufen. Das ging schnell, okay. Dann können wir jetzt in Richtung Ziel wieder gehen. Ja, okay, nee, wollen wir nicht. Hier ist das Fischgeschäft. Wo genau? Von dort Richtung Süden. Wäre in die Richtung. Ja. Tempelruinen. Spalt in der Wand. Genau das hier. Superkräfte und Erdelement. Wolf geht, glaube ich, gerade weg, ne? So, aber Erdelement. Oh, das Kampftalente, das ist natürlich. Das hilft da natürlich. Erdelement. Er hat das Erdelement. Und Wolf jetzt da, ja, dann ist ja schon dann. So. Sollten wir das Problem noch schaffen. Ein Erdelement fehlt noch. Ja gut, das lässt sich doch ändern. So.
So, hier ist ein Siegelaltar, da müssen wir Kram reinlegen. Wovon wir viel zu wenig haben. Perfekt. Cool, davon haben wir sehr viele. Okay, wir kriegen die. Ich kann es euch einmal zeigen, oder werde ich offscreen die Dinger besorgen. Auf Uraya. Am Baumkönig. Keep a close eye out for trouble. Where do we go from here? Zwar hier drin. Schwarzgranatäpfel, das sind die, die ich meine. Also den wir gerade geöffnet haben. Wo ist denn jetzt hier der andere Sammelpunkt? Hier ist doch noch einer. Wo ist der andere? Ah, da vorne. Ja, okay. What have we here? Leave it to me. I know more than our poppy specialist field. So. Deswegen, ich werde jetzt offscreen davon von diesen Schwarzgranatäpfeln so viel, so knapp an die 100 sammeln und dann sehen wir uns da, wo ich gerade wo man die reinlegen muss, wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich kann gerade mal hier reingucken. Okay, da haben wir noch. Dauert noch. Aber ich habe genug von dem Kram gesammelt, wie ihr seht. Das werden wir jetzt einmal hier rein stopfen. Hätte eigentlich ehrlich gesagt auch schon ordentlich was von rein tun können und dann hätte nur noch die letzten, aber gut. Irgendwie, ja, geht es in meinem Kopf ein bisschen schneller. Das ist leider eine Sache, die mir ein bisschen im Spiel fehlen, so ein bisschen Quality of Life Sachen. Sowas, dass man hier zum Beispiel sagen kann, hey, ich möchte Anzahl X oder Y von den Schwarzgranatäpfeln da reinstecken und dass man nicht jeden einzeln drücken muss. So. Hoppla, was haben wir denn da? Versiegelter Kernkristall. So. Und den kriegst natürlich Sieg. Dann sehen wir uns auch nochmal an. My name is Herald. I pray you can contain my power. Ihr seht, ist sehr badass. Oh, und er kriegt sie auch mal rein statt Schieber, weil Schieber halt Geld braucht und wir das die noch nicht fertig ausgerüstet haben quasi. Können aber eigentlich auch mal die Dinge machen wir normal. Aber das sind nur 2, die können wir normal machen. Vielleicht haben wir Glück. Ne, solange wird es aber echt mal schön, wenn wir mal wieder Glück haben.
Machen wir das hier. Glaub nicht. Nee, schade. Hätte ja passen können, wir können ja trotzdem mal hier die beiden nochmal verbrauchen. Aber quasi im Schnelldurchgang. So. Und schade. Dann gehen wir rüber zu Sieg und zu Herald. Und den Splitter da rein. Okay, Harmonie und Spezialtechniken. Ja gut, Herald ist schon ziemlich nice. Superkräfte, Elektro und Amoklauf. So. Nices Artwork auf jeden Fall. Anderes Artwork auch. Das sieht ein bisschen nach... Ich wollte gerade Kojima sagen, aber nee, nicht Kojima. Wie heißt der? Nicht Kojima, wie heißt der? Ja, okay, nee, der Minaba hat ihn im Kopf. Hatte, wer denn? Okay. Wen hab ich denn im Kopf? Ach, wie heißt der? Wichtig auch für das Final Fantasy 7 Remake. Nicht Kojima, es ist, Kingdom Hearts. Ihr wisst schon, der Mann, der auch für Kingdom Hearts zuständig ist. Naja, ich komme nicht drauf, aber ich denke, das hier ist dann ein ganz guter Punkt, um den Part zu beenden. Wenn euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Alle wichtigen Links und Infos in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.